Der Bud Lux RS11 ist die sportliche Speerspitze von Bridgestone für den Straßeneinsatz. Wie sich der Reifen auf der BMW S1000R auf der Landstraße schlägt, erfahrt ihr nach dem Intro. Hallo bei Bikereifen24. Heute haben wir den Bridgestone Bud Lux RS11 für euch auf der BMW S1000R im Test. Und dieser Reifen ist quasi das sportlichste für die Straße, was Bridgestone im Sortiment hat. Der RS11 siedelt sich somit deutlich über dem Bud Lux S23 an und kommt direkt vor dem R11, der prinzipiell nur für die Rennstrecke konzipiert wurde. Der RS11 lässt sich wunderbar auf der Landstraße bewegen, aber auch im Einsteigerbereich für Trackdays sehr gut nutzen. Besonderheit beim RS11 ist eben die Tatsache, dass der Reifen auch auf vielen aktuellen Motorrädern wie der BMW M1000R, der Honda Fireblade, ehemaligen Yamaha R1 Modellen und sogar der Ninja H2 serienmäßig ab Werk zum Einsatz kommt, und das spricht aus unserer Sicht schon für den Reifen, da die Hersteller bei solchen Top-Modellen natürlich alle Reifen auf den Fahrzeugen wahrscheinlich ausprobieren und sich dann am Ende auf den besten oder den sportlichsten in diesem Segment festlegen werden, weil wir sagen schon mal so viel vorweg, im Hinblick auf die Haltbarkeit, das hat sicher keine Rolle gespielt bei der Auswahl für die Werksreifen, daher hier einfach viel zu schlecht abschneidet. Also gehen wir hier davon aus, es ging rein um Grip und Performance. Im Prinzip ähnelt der RS11 oder er ist das Gegenstück zum Pirelli Diablo Supercorsa SP V4 und der R11 wäre das Gegenstück zum SC V4. Wer jetzt von Anfang an irgendwie befürchtet, oh je, dieser Reifen, der könnte schon einen Ticken zu unpraktikabel für den Straßeneinsatz sein, den können wir beruhigen. Also der RS11 hat uns auf Anhieb wirklich extremst überzeugt. Er war wirklich eine riesengroße Überraschung für die Saison 2024 auf unserer BMW S1000R. Der hat einfach prinzipiell super funktioniert, und wir haben natürlich auch selber vermutet, okay, bei Kälte, bei Regen wird er da stark federn lassen. Das war aber in keinem Fall so. Der RS11 hat uns in einem extrem breiten Einsatzspektrum sehr überzeugt, und dazu wollen wir jetzt im Test näher eingehen. Wer sich den Bud Lux RS11 kauft, der wird wahrscheinlich ein sehr, sehr sportlicher Straßenfahrer sein oder jemand, der auch auf die nahegelegene Rennstrecke auf Achse fährt, dann da ein paar Runden dreht und wieder nach Hause fährt. Deswegen werden wir uns in diesem Test hier vor allem auf das Gripverhalten, das Wärmeverhalten und die Fahreigenschaften fokussieren und den Fahrkomfort und den Nassgrip etc. ein wenig ausklammern. Natürlich gehen wir auch auf diese Punkte ein, aber im Detail gehen wir auf die wichtigeren Sachen für sportliche Straßenfahrer auf sehr leistungsstarken Maschinen ein. Beginnen wir zunächst einmal mit dem Grip und dem Wärmeverhalten des Bridgestone Bud Lux RS11. RS, das Kürzel steht für Racing Street, sprich man bekommt hier einen Straßenreifen, der schon sehr stark in Richtung Racing geht, und trotzdem ist das Wärmeverhalten wirklich ausgezeichnet. Hier müssen wir sagen, hat uns der RS11 deutlich mehr überzeugt als zum Beispiel der Michelin Power Cup 2. Er liegt für uns so ungefähr auf dem Niveau vom Rosso Corsa 2 im Hinblick auf das Wärmeverhalten. Der Reifen kommt wunderbar schön auf Temperatur, wärmt sich schnell auf
Und der größte Vorteil ist eben die Tatsache, dass sich kaum Unterschiede vom Kalt- zum Warmlauf ergeben. Natürlich im Warmlauf hat er dann mehr Grip, mehr Biss etc., aber es ist nicht so, dass er im Kaltlauf extrem unrund oder unangenehm fahren würde. Man kann sich also quasi auf sein Motorrad setzen, früh morgens losfahren und den Reifen schon vernünftig sportlich warm fahren, ohne dass es einem da an Feedback oder an gutem Fahrgefühl fehlen würde. Auch an kalten Tagen funktioniert er da wunderbar gut für das, was er ist. Natürlich kann er da nicht mit einem Tourenreifen mithalten, das ist aber auch klar, das liegt an der Mischung etc. Aber auch bei kalten Temperaturen im sportlichen Betrieb gar kein Problem, sehr, sehr performant. Aber man merkt dann schon, dass er die warmen Temperaturen doch schon ein bisschen eher mag. Da funktioniert er dann noch einen Ticken besser. Aber es ist nicht so, wie zum Beispiel wir das Gefühl beim Power Cup 2 hatten, dass der Reifen so bei 10 Grad Außentemperatur nur sehr schwer auf Temperatur kommt und unsicher zu bewegen ist. Der RS11 ist da wirklich schon ein Ticken in Richtung S23, der ja auch schon bei kalten Temperaturen sehr gut funktioniert und vor allem auch das Vertrauen liefert, das man braucht, um den Reifen dann bei so niedrigen Temperaturen überhaupt warm zu fahren, indem man eben sportlich unterwegs ist. Das Gripniveau selber ist an der Vorder- und Hinterachse auf einem extrem hohen Niveau. Also beim extrem harten Angasen hat der Reifen auf der S1000R niemals zu wünschen übrig gelassen. Vor allem das Hinterrad, das verzahnt sich mit dem Asphalt. Wirklich egal welches Temperaturfenster, lass es 35 Grad draußen sein oder 12 Grad, der Reifen, der grippt einfach ohne Ende. Das Vorderrad ist genau gleich. Hier hat man so viel Vertrauen in das Vorderrad, es liegt super satt, es bremst sich wunderbar schön, der Bremsgrip ist hoch. Der Reifen ist einfach ein Traum, wenn es rein um das Gripniveau geht. Es ist auch so, dass er viel Vertrauen liefert in allen Fahrsituationen. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, wir haben schon sehr, sehr viele Hypersport-Reifen oder Semi-Slick-Track-Reifen gefahren, auch auf unterschiedlichsten Maschinen wie einer 1290 Super Duke, Ninja ZX10R etc. Und der RS11 war wirklich der mit der S1000R perfekt harmoniert hat, wie die Faust auf Auge, hat es gepasst. Und wie wir das beobachtet haben im extrem sportlichen Landstraßenbetrieb, haben wir es tatsächlich nicht einmal geschafft, das Hinterrad zum Rutschen zu bringen. Auch Elektronikeingriffe haben wir jetzt überhaupt nicht feststellen können. Und wenn, dann haben sie sich wohl in einem sehr, sehr moderaten Bereich bewegt, dass wir es nicht gespürt haben. Und auch am Vorderrad ABS-Eingriffe, Fehlanzeige. Das ist jetzt zum Beispiel bei einem Michelin Power Cup 2 bei kalten Temperaturen und kalten Reifen dann schon eher der Fall, dass da die Elektronik oder das ABS eingreift. Das ist uns mit dem RS11 nicht einmal passiert. Und das spricht schon für den extrem hohen sportlichen Anspruch und das perfekte sportliche Gripniveau, das der Reifen liefert. Wie gesagt, Nassgrip wollen wir nicht zu viel drauf eingehen, aber kurz anschneiden. Natürlich kann es auch mal passieren, dass man in einen Regenschauer kommt bei einer sportlichen Hochsommertour. So ist es auch uns passiert. Wir sind angefahren zu einer schönen Strecke und natürlich vor Ort hat es dann geregnet. Aber hier muss man sagen, der Reifen hat gut funktioniert, solange man eben auf diesem breiteren Laufflächen-Mischungsbereich bleibt. Fährt sich der Reifen wirklich gefahrlos, solide und vertrauenserweckend schön. Ein bisschen unangenehm wird es dann natürlich, wenn man auf die Reifenflanke geht, in tiefere Schräglagen, wo dann die Carbonmischung vorzufinden ist. Die hat dann natürlich bei Nässe nicht mehr den performanten Grip, wie man sich den wünschen würde. Aber ganz ehrlich zu sein, man kann mit dem RS11 auch durch Regen fahren, ohne dass einem der kalte Schauer den Rücken herunterläuft. Also wer quasi in eine Schlechtwetterfront kommt, kann gediegen hindurchfahren, auch zügiger hindurchfahren oder wieder nach Hause fahren.
ohne dass sich die ganze Sache zum Eiertanz entwickelt. Von daher hat es für uns sehr, sehr gut gepasst und können wir uns nicht beschweren, ist für einen Hypersport Track Day Reifen Semi-Slick in dieser Klasse wirklich vollkommen ausreichend und perfekt. Gehen wir kurz auf die Bremseigenschaften ein und hier hat uns der RS11 ebenfalls sehr gut gefallen. Er ist sehr transparent beim Anbremsen über das Vorderrad und bietet viel Verzögerung. Man hat hier wirklich richtig gut und viel Vertrauen, vor allem sobald der Reifen dann auf Temperatur ist. Also subjektiv sind die Bremseigenschaften wirklich exzellent. Das Feedback ist auch da, dabei ist er wunderbar stabil und der Verzögerungsgrip ist einfach extrem solide. Das Hineinbremsen in die Kurve ist ebenfalls satt möglich, also sprich mit viel Geschwindigkeit, hoher Schräglage, reinbremsen, dann die Bremse loslassen, der Reifen kippt nicht ab und kann dann wunderbar sportlich mit Trailbraking etc. durch das Kurvengeläuf manövriert werden. Also hier muss man sagen, der RS11 Bremseigenschaften auch erste Klasse und wirklich extrem schön zu fahren im Straßenbetrieb. Punkt Fahrkomfort, ja, hat uns jetzt hier bei dem Reifen nicht wirklich interessiert, also fährt sich schön auf der Landstraße, hat auch ein gutes Maß an Eigendämpfung, liegt aber eher sportlich satt, wie man sich das wünschen würde, aber trotzdem von den Dämpfungseigenschaften waren wir hier schon positiv überrascht und vor allem können wir sagen, hier ist er auf einem Niveau, dass man auch als Tourenfahrer vollkommen in Ordnung finden würde, auch wenn der Reifen hierfür definitiv nicht gemacht wird. Dazu jetzt dann im nächsten Punkt Reifenverschleiß und Haltbarkeit. Der Verschleiß des Buttlucks RS11 ist halt leider so eine Sache oder der Punkt, wo wir sagen, okay, das ist schon ein bisschen grenzwertig für den Straßenreifen. Also der Reifen neigt extrem zum Aufreißen und bereits eigentlich schon beim Einfahren, nach 40 sportlichen Kilometern, hat sich das Gummi schon förmlich abgeflattert, also aufgelöst. Es war einfach zu extrem und das hatten wir bisher bei keinem anderen Reifen so. Also, dass nach 40 Kilometern in der Einfahrphase schon so die Lappen runterhängen und erste Anzeichen für Auswaschungen sind, das ist schon massiv. Wir müssen sagen, wir sind den RS11 hinten vor allem mit einem sehr, sehr niedrigen Luftdruck gefahren. Als wir dann den Luftdruck erhöht haben, dann haben sich so leichte Kantenbildungen etwas rausfahren lassen. Aber wir müssen sagen, mit diesem sehr, sehr niedrigen Luftdruck hat der Reifen halt extrem gut funktioniert und sehr viel Spaß gemacht und sich auch super gut angefühlt. Deshalb haben wir den Reifen dann auch so weiterhin gefahren. Gegen Ende der Lebenszeit haben wir den Luftdruck erhöht und da haben wir dann schon gesehen, dass es sich etwas verbessert, dieses Verschleißbild, aber es war trotzdem noch extremst hoch, der Reifenverschleiß, der Abrieb. Und am Übergang zur harten Laufflächenmischung bildet sich eine massive Kante, beinahe fast schon so eine Auswaschung bzw. Ausfräsung. Das ist jetzt alles am Hinterrad. Das Vorderrad ist vom Verschleiß her vollkommen unauffällig und liegt wirklich im idealen Bereich. Vorne merkt man dann auch, okay, es bilden sich so ganz leicht die Orangenhaut, wie es sein soll, aber wirklich nicht zu extrem. Da liegt er auch satt, da hält er auch gut. Prinzipiell kann man sagen, dass ein Vorderreifen, 2 Hinterreifen wahrscheinlich überleben wird. Und der RS11 funktioniert eigentlich über die gesamte Laufleistung ziemlich gut, also auch so noch nach 1500 Kilometern haben wir da keine großen Unterschiede im Fahrverhalten festgestellt, vor allem nicht die Kantenbildung. Also die Kantenbildung hat überhaupt nichts ausgemacht, weil die Kante wahrscheinlich zu sehr auf der Lauffläche liegt, sprich nicht in dem Bereich in Schräglage, dass es stören würde. Ganz gegen Ende der Laufleistung oder der Lebenszeit des Reifens, da spürt man dann schon einen leichten Drop. So die letzten 500 Kilometer
fühlt er sich dann vor allem am Hinterrad, also das Vorderrad fühlt sich eigentlich über die gesamte Lebenszeit ziemlich gut an, vor allem am Hinterrad merkt man dann, dass er schon sehr schwammig wird, das ganze Feedback verloren geht, langsam auch der extreme Beschleunigungsgrip verloren geht und dann ist auch die Verschleißphase relativ kurz angebunden. Bedeutet, wenn man so die letzten 500 Kilometer Lebenszeit erreicht hat, dann sieht man dann auch richtig, wie das Profil weggeht. Also da ist es uns dann passiert, dass wir innerhalb von 150 Kilometern quasi von 1,9 mm runter auf 1,2 waren und so quasi mitten in der Tour schon im illegalen Bereich. Da muss man dann also quasi auch ein bisschen aufpassen, dass man den rechtzeitig ersetzt. Ein Kollege von uns hat den RS11 auch auf der Rennstrecke gefahren und da muss man dann sagen, dass vor allem an heißen Tagen und nach 3 bis 5 Runden ordentlichen Angasen im 200 PS Club dann der Reifen zwar prinzipiell auf einem guten Niveau funktioniert, man spürt aber, dass dann der erhöhte Abrieb auf den Flanken Präzision, Feedback kostet und auch schwammig wird. Wir vermuten dann auch, dass das auf lange Sicht auch keine hohe Haltbarkeit auf der Rennstrecke mitbringen wird. Also ja, da ist man so ein bisschen zweischneidig. Der Verschleiß, der könnte wirklich besser sein. Das haben wir jetzt aber für dieses perfekt funktionierende Fahrverhalten auf der S1000R gerne in Kauf genommen. Das kommt dann aber von Fahrer auf Fahrer an, weil wir werden jetzt natürlich auch noch die Laufleistung verraten und die lag halt bei sehr, sehr schwachen 2282 Kilometern und davon waren bestimmt nochmal 150 bis 180 im illegalen Bereich, also unter 1,6 Profil. Bedeutet wahrscheinlich effektiv wird man maximal 2000 schaffen. Dazu muss man noch sagen, dass die S1000R ist ja schon ein sehr performantes Motorrad, aber bei weitem heutzutage nicht mehr das stärkste, was es auf dem Markt gibt. Wenn ich den RS11 zum Beispiel jetzt auf einer M1000R, der aktuellen S1000RR oder zum Beispiel einer Ducati Panigale fahren würde, die noch deutlich mehr Schmalz hat, vermute ich jetzt persönlich, dass man hier nicht mal die 1500 Kilometer schaffen wird, zumal wir eben auch über den Testzeitraum mit der S1000R zwar viel sportlich gefahren sind, aber durchaus auch gemütliche Touring-Passagen dabei hatten. Also wer permanent Attacke fährt mit noch stärkeren Bikes, höchstwahrscheinlich wird er nicht mal 1500 oder nicht mal 1200 Kilometer mit dem Reifen sehen. Kommen wir zur Fahrstabilität und Kurvenstabilität. Das ist dann wieder ein Punkt, den man natürlich positiver bewerten kann. Und zwar der Reifen hat für uns persönlich die beste Mischung aus Agilität und Stabilität, die man sich wünschen kann. Die VMS-Belt Bridgestone-Technologie optimiert die Laufflächensteifigkeit auf dem hinteren Reifen und verlängert die Kontaktlänge an der Schulter. Und das führt zu extrem hohen Stabilitätsverhalten in tiefen Neigungswinkeln. Und das spürt man auch, der Reifen, der liegt sowas von satt, ob es jetzt eine Highspeed-Kurve auf der Autobahn ist oder schnell gezogene Kurven auf der Landstraße. Der RS11 macht einfach richtig, richtig Spaß. Der liegt so präzise, so satt auf der Straße. Da kriegt man so viel Vertrauen in das Motorrad, auch für Hang-Off-Fahren, einfach perfekt. Der ist zu keinem Moment nervös und auf jeden Fall ein richtig, richtig toller Reifen im Hinblick auf die Fahr- und Kurvenstabilität und einer unserer Favoriten überhaupt auf dem Markt. Die Agilität und das Einlenkverhalten des RS11 ist auch ein Punkt, der uns sehr überzeugen konnte. Er lässt sich prima um die Kurve dirigieren und
Die Lenkpräzision ist wirklich sehr, sehr hoch, also Erfolg der Linie ist schon quasi über die Gedanken und er ist niemals nervös dabei. Also er hat ein traumhaftes Handling und Einlenkverhalten, das in Kombination mit dieser Kurvenstabilität einfach perfekt funktioniert. Also er folgt der angepeilten Linie immer absolut treu. Und dabei kann er halt auch in Wechselkurven komplett kraftlos gefahren werden. Also wir haben wirklich selten einen so schön, präzise und vertrauenserweckend zu fahrenden Reifen gehabt. Und auf den ersten Einlenkimpuls ist er schon sehr zackig, was dann auch auf Passstraßen und im engen Kurvengeläuf richtig viel Spaß macht. Und im Prinzip Agilität, Fahrstabilität, Vertrauen und Grip, alles in Summe zusammen. Das ist einfach für uns reinster Genuss. Dieser Reifen ist einfach was für Kenner, die sportliche Maschinen gerne auch sportlich bewegen. Das Aufstellmoment ist ebenfalls ein Punkt, das zu diesem perfekten Fahrverhalten des Reifens passt. Der Reifen fährt sich 100% neutral, vor allem auf der S1000R und mit dem RS11 konnten wir kein Aufstellmoment beim Bremsen in Schräglage feststellen und auch das Hineinbremsen in den Radius, dann gefolgt vom Loslassen der Bremse, ist komplett fahrneutral, sprich der Reifen kippt nicht ab und das hilft halt auch extrem beim sportlichen Kurvenfahren viel Vertrauen zu schaffen, viel Präzision zu schaffen und auch hier muss man sagen, perfekt zu fahren, traumhaft. Kommen wir zum Luftdruck, dem wir jetzt beim RS11 sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt haben und wir finden, das sollte man auch, wenn man so einen Reifen fährt, vor allem wenn man dann den sportlichen Fahranspruch hat, da muss man dann einfach mit dem Luftdruck spielen, dass man das Maximum an Fahrgenuss aus dem Reifen herausholen kann. Und bei der S1000R, da sind wir auf jeden Fall vom Herstellerwert 2,5 und 2,9 abgewichen, weil diese Werte einfach viel zu hoch sind für diesen Reifen aus unserer Sicht. Das soll jetzt keine generelle Empfehlung darstellen, das ist einfach nur unser Fahrempfinden, aber wir haben den RS11 mit viel niedrigeren Reifendrücken gefahren und zunächst einmal möchten wir kurz beschreiben, mit welchen Luftdrücken Bridgestone den Reifen empfiehlt und welche Luftdrücke wir dann eingestellt haben. Bridgestone empfiehlt für den Buttlax RS11 auf der Vorderachse beim 120/70/17 einen Luftdruck kalt von 1,9 bar, für das 190er Hinterrad 1,8 bar und für das 200er Hinterrad ebenfalls 1,8 bar. Im Fahrbetrieb sollte man dann so ungefähr auf 2,1 bis 2,3 hinten kommen und 2,3 bis 2,5 vorne heiß. Auch wir sind auf der Straße diesen Empfehlungen beinahe gefolgt. So sind wir vorne zwischen 2,2 und 2,3 bar gefahren und hinten haben wir im Kaltzustand 1,9 bis 2,0 bar eingefüllt, was dann im Warmzustand, das könnt ihr übrigens auch hier auf der Onboard-Aufnahme am kleinen RDKS sehen, das haben wir auch bei uns im Shop verfügbar, könnt ihr da kaufen, falls es euch interessiert. Da könnt ihr sehen, kommt man dann warm so im Bereich 2,3, 2,4, 2,5 vorne raus und hinten 2,1 bis 2,3. Also man liegt da dann schon ziemlich in dem empfohlenen Bereich, den Bridgestone angibt. Hier wollen wir aber noch mal kurz auf die Kantenbildung beim Verschleiß zurückkommen. Also im Straßenbetrieb auf der S1000R, vielleicht liegt es an der DDC, also am elektronischen Fahrwerk, wir wissen es nicht ganz genau, ist mit diesem niedrigen Luftdruck auf jeden Fall diese Kantenbildung vorhanden. Je höher man mit dem Luftdruck geht, desto niedriger ist diese Kantenbildung. Man kann sie dann auch wieder rausfahren, aber da uns diese Kanten eben nicht gestört haben, haben wir den Luftdruck bewusst niedrig gelassen, weil der
Reifen einfach so gut funktioniert hat, weil die Maschine so gut gefahren ist, dass wir gesagt haben, okay, was interessieren die Kanten, einfach fahren, Spaß haben und wenn er unten ist, kommt ein neuer Reifen. Also ja, wenn man jetzt ein bisschen mehr auf die Haltbarkeit Wert legt und da ein bisschen die Laufleistung erhöhen will, würden wir auf jeden Fall mal raten, hinten kalt mit 2,2 oder ein bisschen mehr zu starten, dass man diese Auswaschungen eben nicht so provoziert, wie wir das jetzt gemacht haben. Fahrwerkstechnisch waren wir bei der S1000RR meistens im Dynamikmodus DDC Hard unterwegs. Da hat man dann gemerkt, funktioniert das ganze Paket sehr, sehr gut. Aber auch in Soft oder im Road-Modus war der Reifen einfach schön zu fahren. Wir glauben aber, dass dieses DDC oder die DDC-Settings schon irgendwie einen gewissen Einfluss auf den Verschleiß haben oder hatten oder beziehungsweise auf das Verschleißbild. Hier fehlt es uns dann aber im Endeffekt auch an Expertise beziehungsweise an reproduzierbaren Versuchsmöglichkeiten, um das Ganze dann irgendwie auszubügeln, weil wie will man das bei sportlicher Straßenfahrt feststellen, an was es jetzt lag am DDC. Also da müsste man dann jetzt viel rumexperimentieren, was für uns einfach Overkill ist. Der Reifen funktioniert und fertig. Aber wie gesagt, falls es jemanden interessiert, wir haben meistens DDC Hard im Dynamikmodus gehabt und da war alles Paletti bis eben auf die Kantenbögen. So, wie ihr jetzt bestimmt schon festgestellt habt, sind wir sehr, sehr große Bridgestone Butlux RS11 Fans und den Reifen können wir auch einfach nur jedem Sportfahrer ans Herz legen, ihn einfach mal auszuprobieren. Vor allem Leute, die den S23 kennen und sagen, ich will es noch einen Ticken sportlicher, mir ist die Laufleistung egal. Probiert ihn aus, ihr werdet nicht enttäuscht sein, der macht richtig, richtig Spaß, fährt sich so wunderschön, auch vertrauenserweckend. Also perfekt und vor allem auf Fahrzeugen wie der S1000R, S1000RR, der M-Serie funktioniert er wirklich richtig gut und ist definitiv unser großer Favorit auf dem Fahrzeug. Prinzipiell, wem kann man den Reifen empfehlen? Die Käufergruppe aus unserer Sicht wären Leute, die leistungsstarke Naked- oder Supersportler haben und sehr, sehr sportlich auf der Landstraße fahren möchten oder ab und zu mal eine Runde auf der Rennstrecke drehen, halt auf der nahegelegenen Hausrennstrecke mit Anreise auf Achse. Für die richtige Rennstrecke, also für den reinen Track Day, würden wir dann schon eher zum R11 greifen, also zur Streckenversion dieses profilierten Semi-Slicks, aber so für den gelegentlichen Ausflug wirklich okay. Vielleicht auch für Touristenfahrten auf der Nürburgring-Nordschleife mit der Straßenzulassung perfekt. Und da muss man sagen, hat uns der RS11 auch deutlich besser gefallen wie ein Power Cup 2. Der lässt viele, viele Mitbewerber richtig alt aussehen und ist auf einem extrem hohen Sportniveau angesiedelt und bekommt von uns das Prädikat besonders empfehlenswert. Der RS11 ist natürlich in allen Größen bei uns im Shop verfügbar und wenn euch jetzt dieses Testvideo, dieses ausführliche Testvideo gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Abo da, dass wir da in Zukunft weitermachen können. Vielleicht noch ausführlichere Tests, andere Reifenmodelle, andere Fahrzeugmodelle, weil das kostet schon auch immer sehr viel Zeit und Mühe und so ein kleines Abo, das wäre so eine Anerkennung, die uns helfen würde, das hier weiter zu betreiben als Unterstützung zu unserem Shop und zu unserem Reifenmagazin, dass die Leute halt eben vorher wissen, was kaufe ich da überhaupt, passt es zu mir und macht es mir dann auch Spaß oder macht es für meinen Einsatzzweck überhaupt Sinn, diesen Reifen zu kaufen. So, wir hoffen, dass euch dieser Test gefallen hat und gute Einblicke liefern konnte. Wir wünschen euch jetzt noch viel Spaß beim Motorradfahren und eine schöne Saison.